iPhone und iPad sollen einfacher zu benutzen sein als ein herkömmlicher Computer. Das war die erklärte Absicht von Steve Jobs. Man soll beispielsweise sich nicht wie bei Windows und Mac mit Dateien herumschlagen müssen. Doch es hat sich gezeigt, dass es ganz ohne diese Dateien auch nicht geht. Darum gibt es die Dateien-App. Sie wurde 2017 mit iOS 11 eingeführt und sie funktioniert inzwischen ganz gut. Sie arbeitet ähnlich wie der Explorer von Windows und der Finder vom Mac. Die App zeigt Ihnen die Dateien und Ordner auf Ihrem Gerät an, aber nicht nur. Hier links bei Speicherorte stehen auch Ablagen in der Cloud zur Verfügung. Das iCloud Drive von Apple, OneDrive von Microsoft oder hier Nextcloud. Dieser Speicherort enthält die Dokumente, die auf meinem eigenen Miniserver deponiert sind. Hier unter Verlauf sehen Sie die zuletzt verwendeten Dateien. Mit Antippen öffnen Sie eine Datei in einer Voransicht. Über den Teilen-Knopf hier rechts oben erscheint dieses Menü. Mit diesem Menü geben Sie die Datei an eine bestimmte App weiter. Dieses Foto zum Beispiel an eine Bildbearbeitungs-App. Wenn Sie die Dateiliste ein bisschen nach unten ziehen, erscheint diese Leiste hier. Mit ihrer Hilfe ändern Sie die Sortierung, zum Beispiel nach Art, also Dateityp, Änderungsdatum, Größe oder Tags. Über diese Symbole wählen Sie die Darstellung. Sie können beispielsweise auf die Dateiliste umschalten. Und über diesen Knopf legen Sie einen neuen Ordner an. Wenn Sie eine Datei etwas länger antippen, erscheint ein Menü mit einer Reihe von Befehlen. Mit Kopieren legen Sie eine Kopie an und mit Bewegen verschieben Sie die Datei. In beiden Fällen werden Sie nach dem Zielordner für diese Aktion gefragt. Es gibt weitere Befehle in diesem Menü. Sie können eine Datei umbenennen. Sie können sie mit Tags, also mit Farbmarkierungen, versehen. Die Dateien mit Tags sind direkt über die Leiste links zugänglich. Der Befehl Komprimieren verpackt eine oder mehrere Dateien in ein ZIP-Archiv. Das belegt in aller Regel weniger Speicherplatz als die Originale und es lässt sich leichter versenden oder archivieren. Über den Knopf Auswählen selektieren Sie mehrere Dateien. Die Befehle, die Sie auf diese Auswahl anwenden können, finden Sie in der Leiste am unteren Rand. Und noch ein Extra-Trick. Achten Sie auf diesen Menüknopf hier. Mit ihm können Sie sich zu einem Server verbinden und über den Menüpunkt Dokument scannen, eine Papiervorlage sogleich digitalisieren. In gewisser Weise ist Apple mit der Dateien-App zurückgekrebst. Sie ist das Eingeständnis, dass es ganz ohne diese Dateien eben doch nicht geht. Zumindest dann, wenn man anspruchsvolle Aufgaben zu lösen hat oder sein Gerät professionell verwenden möchte. Doch für die einfachen Dinge braucht man diese App nicht. Und das ist immerhin ein gewisser Vorteil gegenüber von Windows und Mac. Dort kommt man nämlich nicht darum herum, sich mit dem Explorer bzw. mit dem Finder herumzuschlagen.